Hallo, herzlich willkommen. Wir machen heute einen einfachen Kuchen, einen einfachen Vanille-Puddingkuchen mit Streuseln drauf. Und wir nehmen nur eine 16 cm Springform für diesen Kuchen, also einen kleinen Kuchen machen wir. Am Anfang statten wir die Springform natürlich wieder mit Backpapier aus. Anschließend bereiten wir den Boden vor und für diesen geben wir Butter in eine Schüssel und schlagen die Butter erstmal auf. Für den Geschmack ist der Zucker zuständig und den mischen wir mit dem Bourbon Vanillezucker. Mehl darf auch nicht fehlen und das vermischen wir mit dem Backpulver. Gut, wenden wir uns jetzt wieder der Rührschüssel zu. In die geben wir den Zucker rein, vermixen den mit der Butter, dann geben wir noch ein Ei rein und anschließend noch das Mehl. Ist der Teig dann gut angerührt, nehmen wir die Hand dazu und formen daraus eine Kugel. Geben vielleicht noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber und geben ihn in den Kühlschrank für mindestens 30 Minuten, wenn nicht noch länger. Parallel dazu können wir ja schon mal dann die Arbeitsfläche einmehlen oder auch dann die Backform mit Backpapier vorbereiten, je nachdem wie man die Reihenfolge selber möchte. Denn nach der Zeit holen wir den Teig aus dem Kühlschrank wieder raus. 50% vom Teig geben wir dann auf den Boden und die anderen 50% vom Teig, die kleben wir dann an den Rand. Anschließend kümmern wir uns um den Hauptdarsteller, den Pudding. Da mischen wir erstmal den Zucker mit dem Bourbon Vanillezucker. Gleich danach verrühren wir dann das Puddingpulver mit der Milch, so dass sich das Puddingpulver komplett aufgelöst hat. Auch helfen wir noch ein bisschen mit Stärke nach, damit nachher der Pudding im Kuchen etwas fester wird. Insgesamt verwenden wir einen halben Liter Milch und den größten Teil geben wir davon jetzt in einen Kochtopf hinein und kochen die Milch auf. Aber schön langsam, weil parallel dazu können wir schon mal die Streuseln vorbereiten. Denn für die brauchen wir auch wieder Zucker und den vermischen wir wieder mit Bourbon Vanillezucker. Und weil ja die Milch sich erhitzt, beeilen wir uns, geben Butter in die Rührschüssel, schlagen die Butter auf, geben dann auch wieder Zucker hinzu und danach das Mehl. Es soll aber nicht ein großer Teigklumpen entstehen, sondern kleine Streusel. Und wenn die Streusel nicht so wollen, dann nehmen wir einfach noch ein bisschen Milch zur Hilfe. Einfach nur ein paar Spritzer. Dann müsste die Milch ja eigentlich auch schon fast heiß sein und dann stellen wir den Pudding her. Aber natürlich jetzt vorsichtig sein, weil der Pudding sollte jetzt nicht am Boden ansetzen. Und noch im heißen Zustand geben wir ihn in die Springform hinein. Und obendrauf auch gleich noch die Streusel, weil jetzt kommt er nämlich gleich in den Ofen und den haben wir auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Im Ofen verbleibt der Kuchen dann für 40 Minuten. Und nach dieser Zeit öffnen wir die Ofentür für einen Spalt weit für 30 Minuten, sodass der Kuchen genügend Zeit hat, sich langsam abzukühlen. Ich würde empfehlen, den Kuchen einfach über Nacht in den Kühlschrank zu stellen. Und danach befreien wir ihn von der Backform bzw. auch vom Backpapier. Und das Schöne ist jetzt, wir können ein gutes Stück abschneiden oder runterschneiden und den herrlich leckeren Kuchen probieren. Also ich liebe Pudding und deswegen ist das auch einer meiner liebsten Kuchen.
Puddingkuchen mit Streuseln. Boah, richtig lecker. Also probiert's doch einfach mal selber. Aber wir sind am Ende angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.